Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fisherhead. Wir befinden uns heute mal auf EU12. Der Server ist jetzt ein bisschen über 2 Wochen alt. Wir gucken uns zuerst mal an, was hier bisher auf dem Server so von den Spielern erreicht worden ist, wo die momentan gerade so stehen. Und dann werden wir anschließend auch noch selbst einen kleinen Push veranstalten. Ich habe eine neue Waffe gezogen, weil wir jetzt momentan gerade Epic Abenteuer Extravaganza haben, und da habe ich ja, die Waffe von der Quest bekommen und die ist relativ gut, gute Spanne und so weiter und so fort, und ich denke mal, da wird einiges wieder an Dungeons gehen, aber da werden wir gleich mal reinschauen. Zuallererst gucken wir mal in die Ehrenhalle rein und wir sehen direkt, der Spieler RGB Cem, der auch die ersten Tage den Server hier dominiert hat, ist weiterhin auf Platz 1 mit seinem Dämonenjäger 286, momentan gerade das höchste Level hier auf dem Server. Mittlerweile hat sich hier die Anzahl der Spieler, die hier in diesen Levelbereichen sind, natürlich extrem verdichtet. Die ersten Tage kann ich mich noch dran erinnern, gab es so 1, 2, 3 Pusher, die wirklich so ein bisschen rausgestochen haben aus der Masse, aber mittlerweile, jetzt nach über 2 Wochen, sind hier doch schon sehr, sehr viele, die jetzt hier mittlerweile deutlich über 200 sind. Ja, hier kommen wir jetzt langsam in Bereiche, wo hier noch ein paar Leute unter Stufe 200 sind, aber ja, das hat sich doch schon ziemlich verdichtet, vor allem, weil wir uns jetzt schon in den 200-300er Bereichen hier befunden haben, vom Rang her. Und deswegen Marshall hier, der das Profilbild damals gewonnen hatte, mit dem Berserker, das hatten wir auf EU10 begleitet, das Ganze. Und ja, sind hier wirklich viele Spieler am Start. Synergy, momentan so ein bisschen die Gilde, die sich hier so rauskristallisiert, also wo jetzt sehr viele Spieler gerade mir auf jeden Fall ins Auge fallen. Ansonsten haben wir hier noch Order of Phoenix, wo ich ja noch ein paar Leute sehe. Dothraki Beats kenne ich jetzt so nicht. Weiß ich nicht, ob das vielleicht irgendeine Gilde ist, die... ne, scheint auch eine deutsche Gilde zu sein, okay. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber ja, sind hier auch am Start. Und genau, in den Gilden, Ehrenhalle braucht man momentan noch nicht gucken. Da sind die Leute ja noch nicht so weit, beziehungsweise sind sie jetzt ja erstmal dabei, mit den Raids durchzustarten. Die Leute, die hier momentan gerade auf Platz 1 sind, die werden noch nicht lange auf Platz 1 bleiben. Ja, wenn man jetzt sich das hier anschaut, die Leute haben hier 16 Raids, 8 Raids, 6 Raids erledigt. Ne? Die haben sich jetzt hier auf die Angriffe, auf die Gildenangriffe spezialisiert, aber das sind alles keine Raids großartig. Wenn wir mal schauen, wo die Leute sind, die hier in den auf den ersten Plätzen sind, wenn wir jetzt hier wieder mal in die Rangliste reinschauen dürften und auf Platz 1 springen, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ansonsten müssen wir das manuell machen. Na, nochmal probieren. Ja, okay, sehr schön. Wenn wir jetzt zum Beispiel Synergy angucken, mal gucken, die sind jetzt momentan gerade bei, ja, Raid Nummer 30. Das sieht dann doch schon mal ein bisschen anders aus, und das sind dann so die Gilden, die dann auf jeden Fall dann ein bisschen langfristiger auf dem Server hier am Start sind. Ja, also was das immer soll, ich wollte jetzt nochmal die anderen Gilden nochmal gucken, aber okay, ja, auf jeden Fall erster kleiner Einblick. Hier sind momentan 63.342 Spieler auf dem Server drauf. Ist, denke ich mal, nicht verkehrt für so einen Server, der, ja, jetzt sag ich mal, nicht wirklich ein Jubiläumsserver ist. EU12 ist halt jetzt kein EU20 oder so, ne? Ich denke mal, oder EU15, da warten deutlich mehr Leute drauf als auf EU12 jetzt als Beispiel. Dafür ist es okay, denke ich mal. Und ja, ich persönlich habe hier jetzt auf dem Server nicht großartig weiter gepusht. Ich hatte hier und da auch öfter mal meine Alu nicht geschafft, und deswegen... ja, der Server für mich jetzt hier natürlich großartig nicht wirklich von Bewandtnis. Ich habe auch trotzdem viele Gildenangebote bekommen, die musste ich leider alle ablehnen, weil ich ja hier nicht langfristig auf dem Server bleibe und demzufolge jetzt auch nicht großartig einen Mehrwert biete. Und wenn ich dann einmal so einer Gilde gejoint bin, ja, dann macht es für mich jetzt auch keinen Sinn, großartig hin und her zu hoppen irgendwie. Deswegen bleibe ich hier bis ich den Server halt wieder aufhöre, bis EU13, denke ich mal. Mal schauen.
Und ja, jetzt gucken wir mal erstmal, was hier so in den Dungeons geht, beziehungsweise muss ich mal erstmal gucken, was sagen denn meine Steinchen eigentlich hier? Ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen skippen würden, was kriegen wir da so raus an Steine? 172, okay, ist schon ein leichtes Upgrade zu denen, die wir jetzt momentan gerade im Inventar haben. Aber wir gucken erstmal, ob wir überhaupt so vorankommen hier. Neue Waffe ist ja immer ein neues Ich quasi. Danach kann man dann schon immer sehr gut pushen und deswegen gehe ich mal von aus, sollten hier vielleicht auch schon ein paar Etagen liegen. Ansonsten, abseits davon, können wir auch mal ein bisschen skillen. Ich habe ja hier noch übelst viel Gold auf der Tasche. Also wenn ich mal Alu gespielt habe, dann habe ich auch nicht großartig das verskillt. Also es ist wirklich nur so nebenbei gespielt hier. Der Account, da steckt jetzt wirklich nicht sehr viel Liebe leider drin, muss ich so sagen. Aber in letzter Zeit, ja, jetzt kam ja auch das neue Spiel raus von Playa Games, dann geht man da ein bisschen rein so, ne? Und das ist ja sowieso jetzt hier mein 4. Server, der ja momentan sowieso immer nur temporär gedacht ist, sag ich mal, ne? Jo, mal gucken. Ich glaube, meine Begleiter habe ich auch noch nicht equipped, großartig, ne? Nee, nur das Bedürftigste. Wie sieht's denn aus in der Schattenwelt? Wenn wir hier den ersten Gegner einigermaßen besiegen könnten, dann würden wir uns ja schon hier ein bisschen, ja, wir brauchen definitiv ein Epic-Event, dass wir unsere Begleiter ein bisschen ausrüsten können, damit wir hier in der Schattenwelt ein bisschen vorankommen. Ansonsten sieht das hier nicht sehr gut aus. Wir gucken mal einfach, Lichtwelt sollte eigentlich, denke ich mal, klappen, so mit der Waffe. Da brauchen wir nur ein paar Tries. Wenn danach ein paar Krieger kommen oder Kundschafter, dann bin ich schon zufrieden. Die Magier hier sowieso immer hier ziemliche Hardcore-Blocker. Wir hatten im Stream ein bisschen gepusht gehabt. Da hatten wir einen schönen Grind hingelegt, irgendwie so 30 Level oder so, oder vielleicht noch mehr am Stück, weil die Phase hier vor, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist halt immer ganz geil. Pyramide des Wahnsinns ist immer so, das sind 10 Free-Etagen, wenn man hier einmal ist. Die geht so easy einfach durch. Frostblut-Tempel, wenn man ja stark genug dafür ist und da alle abräumt, ja, dann hat man schon 2 Dungeons, die eigentlich for free sind, sag ich mal. Und die ersten Gegner aus der Schwarzschädelfestung nimmt man eigentlich auch noch, ja, ich sag mal, relativ easy mit, sag ich mal so, ne? Ja, aber wie gesagt, momentan ist jetzt so das nächste Ziel eigentlich irgendwie Begleiter equippen. Also werden wir hier mal reinschauen, wenn wir wieder ein bisschen Epic-Event haben und dann müssen wir mal definitiv die Begleiter irgendwie ausrüsten, weil sonst kommen wir in der Schattenwelt halt einfach nicht voran, ne? Ja, wir können, ansonsten halt bin ich auch ganz gerne im Wirbelwind gegangen, um das halt eben dort für die Begleiter zu regeln, weil dort haben wir relativ viele Epics früher bekommen, die man dann auch den Begleitern geben konnte. Jetzt ist es ja so geregelt, ja, ist sehr schön, es gibt ja immer schöne XP hier, die Dungeons. Jetzt ist es ja leider so geregelt, dass, okay, der gibt uns nochmal ein Epic, mal gucken, ob wir den besiegen können. Dass wir nur alle 50 Etagen aus dem Wirbelwind ein Epic bekommen. Und ja, das ist natürlich relativ dürftig, sagen wir mal, bedürftig so. Also ist es auf jeden Fall im Vergleich zu früher ein deutlicher Nerf und ja, da konnte man schon ein bisschen mehr rausholen, alleine für die Begleiter. Ansonsten ist halt Märchenturm so ein Ding, wo man auch gut Begleiter equippen kann. Aber da braucht man halt eben auch erstmal einen gewissen Grundwert von den Begleitern, dass sie halt eben, ja, schon eine gewisse Stärke vorweisen, weil bevor wir den ersten Gegner im Märchenturm besiegen, müssen wir erstmal den ersten Gegner aus der Schattenwelt besiegen. Wenn wir das Gespenst, den ersten Gegner in der Schattenwelt nicht kriegen, dann brauchen wir im Märchenturm gar nicht weiter anfangen. So. Ja, wir stecken hier ein paar Tries rein. Der Necromancer, der bietet ja ist ja eine recht volatile Klasse, sodass ja, die Tries, die wir hier sehen, nichts aussagend sein können. Wenn halt mal einmal wirklich die Combo so klappen sollte, wie wir uns das vorstellen, dann kann der hier alles und jeden wegkritten. Da brauchen wir halt nur ein bisschen Glück. Wäre halt ganz cool, wenn wir den besiegen könnten.
Dann hätten wir den Dungeon down, würden einen Epic bekommen, mal gucken, was das wird. Und hätten halt den nächsten Dungeon auch geunlockt, gleich automatisch. Ne, schließe den Lichtwelt Dungeon 10 ab. Das ist ja hier die Festung und dann ja, schaltet sich automatisch der nächste Dungeon frei. Aber mal gucken, dazu müssen wir erstmal an dem vorbei. Ne? Und der sieht so aus, als ob da uns noch ein paar Steine entwickelt. Wie sieht eigentlich aus mit Texte hier? Okay, wir haben bald die erste Verzauberung. Das ist leider der Brustpanzer. Ich hätte mir ganz gerne entweder die Handschuhe gewünscht oder halt eben die Waffe. Das wäre auf jeden Fall cooler zum Dungeons pushen. Also für meine Situation jetzt so, ne? Alles andere ist dann doch eher ein bisschen auf lange Sicht gesehen, sage ich mal, besser. Aber für das direkte Pushen wäre jetzt halt eben, wäre am besten auf jeden Fall die Waffe. So 5% mehr kritischer Schadensboni, das kann schon gut reinknallen. Deswegen, ja, das wäre schon cool. Ach, Mensch. Legt er uns jetzt hier so Stein noch in den Weg? Mensch, also wenn der jetzt gleich liegen würde, ne? Da müssen wir uns definitiv den Try anschauen. Es ist ja immer mit dem Necromancer so ein Ding, ne? Der ist ja wirklich ziemlich random. Aber sich die Dungeon-Kämpfe dann im Nachhinein anzugucken, beziehungsweise mal, kann ich euch halt wirklich nur empfehlen, die mal zwischendurch mal so anzuschauen, weil die halt echt spannend sein können, so, ne? Weil es kann halt von 0 auf 100 kann der halt komplett eskalieren, ne? Wenn halt eben die Gegebenheiten vorhanden sind. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ich würde ihn jetzt echt gerne down haben. Ja, ich weiß nicht, vorher kann ich hier nicht großartig loslassen. Ich wäre sonst jetzt, glaube ich, schon im Wirbelwind drinne, weil da definitiv ein paar Etagen liegen. Aber den will ich jetzt hier unbedingt haben. Das ist jetzt unser Ziel in dem Video, dass wir den jetzt noch irgendwie aus dem Weg räumen müssen. Also der muss fallen. Ja, der ist jetzt schon fast ein paar Mal gefallen. Kann nicht sein. Vielleicht, bevor wir hier großartig zu viele Pilze rausknallen, was wir eh schon getan haben hier, vielleicht kriegen wir ja ein paar gute Edelsteine, dass wir die mal ein bisschen aufbessern hier. Dann haben wir vielleicht schon mal ein bisschen bessere Chancen gegen ihn und ist vielleicht ein bisschen hilfreicher, als wenn wir jetzt hier 100 Mal geskippt schon wieder, da ist das Achievement, ja, uns hier an dem die Zähne ausbeißen hier, ne? Ja, aber wie Sie sehen, ist auf jeden Fall wieder das Glück vorhanden. 160, 43. Wir tauschen mal, ja, hier die beiden kleinen Edelsteine auf jeden Fall aus. Ja, ansonsten können wir hier schon mal unseren Begleitern ein bisschen was geben. Hier, der Kunigunde. Die freut sich. Zack. Ja, das sind jetzt noch nicht die Items, wo man jetzt hier, glaube ich, so unbedingt die Gems drin haben will. Aber ist jetzt besser als gar nichts, sag ich mal so, ne? Das, ja, naja. Wir können uns die ja später nochmal wieder rausnehmen. So, 2, 3 Edelsteine hätte ich jetzt aber noch ganz gerne. Ach, nee, Mann. Ach, ja, ist klar. Ah, na gut, wenigstens nochmal ein Intelligenzstein, 143. Ja, dann setzen wir den mal hier rein, so, zack. Haben wir hier für die Kunigunde noch. Was haben wir denn? Stärke, Geschick. Ja, wir nehmen die Steine später nochmal raus hier. Alter, das sieht so scheiße aus, ne? Wie die hier equipped ist, das kannst du wirklich gar keinem anbieten hier. So, gucken wir nochmal rein. Ein bisschen gestärkt. Macht jetzt, glaube ich, nicht hier den Cool Dick oder Fett oder was weiß ich, wie das heißt. Oh, doch, macht es. haben wir ihn besiegt. Okay, den Kampf müssen wir uns definitiv anschauen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der jetzt doch so schnell liegt hier auf einmal. Aber hat anscheinend wohl schon ein bisschen was gebracht. Und jetzt ist nochmal der zweite Crit rein. Zack. Ja. Siehst du, da braucht es wirklich nur eine von den Hound-Attacken und dann war es das schon gewesen hier. So. Ja, tauschen wir das mal. Boah, machen wir eine Steingewinnung. Ne, wir machen das mal in die Toilette rein, weil jetzt brauchen wir
für die Kunigunde bzw. für die anderen Begleiter brauchen wir jetzt auch ein bisschen Equipment hier. Also schön wären Waffen auf jeden Fall. Insteine, gut, Insteine können wir unserem Marquardt jetzt eigentlich noch nicht großartig geben, weil die brauchen wir auch selbst irgendwie. Ja, gucken wir mal. Warte mal, bevor wir da mal reinschauen, Lichtwelt. Wie sieht es denn hier aus mit den ersten Gegnern? Nur mal so testenshalber. Wir haben jetzt 150 erreicht, einen kleinen Push haben wir hingelegt hier. Aber mal gucken, wie jetzt hier die ersten Gegner aus dem nächsten Dungeon aussehen hier. Ja, da ist Potenzial. Jetzt haben wir einen Kundi hier am Start. 152. Das Schöne ist ja an den Gegnern hier, dass die alle knapp 2 Level noch bringen. Ne? Das ist halt wirklich wunderbar und ja, das macht natürlich ziemlich viel Spaß zu pushen, weil es natürlich unglaublich schnell geht. Der ist, glaube ich, in der Theorie auch machbar. Aber vielleicht gucken wir erstmal, was im Wirbelwind geht. Wir sind jetzt hier sowieso so kurz vorm Level up. Da gucken wir erstmal hier rein. 153. Vielleicht kommen wir hier bis zum nächsten Epic. Theoretisch müsste es ja dann irgendwie auf Etage 50 oder so sein, ne? Ja, guck mal hier, da ist es schon. So, dann gucken wir mal gleich, welche Items wir hier noch gebrauchen können und welche nicht. Geschicksschuhe haben wir hier. Das ist natürlich die falsche Klasse. Ja, und für einen Krieger brauchen wir das jetzt auch nicht. Was haben wir hier? Stärke, Geschick. Perfekt. Gleicher. Okay, nee, dafür, den nehmen wir jetzt nicht da extra für rein. Was haben wir hier? Hier nehmen wir nochmal die Ausdauer, oder die Intelligenz mit. So, aber ich möchte eigentlich nur das Epic haben hier. Es sieht aber gar nicht so krass gut aus, dass wir hier so einfach durchpushen. Ich glaube, bis Etage 100 wird es gar nicht mal so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal gucken wir. Jetzt haben wir einen Gürtel, das ist okay. So, wir müssen jetzt alle Items auf jeden Fall aufheben hier für die Begleiter schon mal, dass die sich darüber freuen. Und da müssen wir halt eben jetzt neue Steine gewinnen. Weil bringt alles nichts, wir müssen jetzt die Begleiter ein bisschen auf Vordermann bringen. Ansonsten kommen wir hier nicht mehr großartig voran. In der Lichtwelt wird es halt immer schwieriger, da großartig Progress zu machen. Deswegen müssen wir in der Schattenwelt so langsam expandieren, sag ich mal. Müssen wir erstmal ein paar Steine loswerden hier. So, jetzt brauchen wir nochmal Intelligenz, sehr schön. So, den setzen wir dann hier in unseren Gürtel rein, zack. Dann haben wir schon wieder ein kleines Upgrade, ja. So. Ich würde ja gerne den ersten Gegner hier noch irgendwie aus dem Weg räumen können, ne? Aber das sieht echt nicht gut aus. Weil, ja, das Ding ist, wenn das Gespenst fällt, dann bringen wir hier eigentlich einen Stein ins Rollen so ein bisschen. Weil danach ein paar Gegner kommen, die sind nicht unbedingt Intelligenzgegner. Und dann, dadurch, dass wir ja auf jeder Ebene hier ein Epic kriegen, ja, fangen wir schon extrem gut damit an, unsere Begleiter zu equippen, weil das sind meist, ja, das sind ja schon durchgespülte Epic, die könnt ihr nicht nochmal in der Toilette durchspielen, das heißt, die sind schon quasi für eure Begleiter schon direkt da. Allerdings sieht es noch nicht so aus, dass das Gespenst uns hier vorbeilässt, deswegen müssen wir vielleicht das nächste Epic-Event abwarten, bevor wir hier noch mehr Hardcore reinpilzen. Bis dahin, ja, werden wir uns selbst vielleicht nochmal ein bisschen verbessern und dann sieht es bis dahin schon mal besser aus. Also ich muss auf jeden Fall auf dem Radar haben, wenn hier das nächste Epic-Event am Start ist, dann gehen wir definitiv nochmal rein. Waren das gerade 3 Level-Ups? Ich meine, gut, wir hatten schon fast das eine Level-Up voll gehabt, ne? Aber ja, geht ultra schnell auf jeden Fall hier in der Lichtwelt. Deswegen können wir, ja, wahrscheinlich jetzt ist unsere Waffe auch schon wieder outdated, wenn wir uns das jetzt mal, ja, schon wieder plus 45 hier, holy shit. Ich habe die Waffe equipped, die hatte plus 100 Durchschnittsschaden mehr gehabt als meine alte. Deswegen hatte ich eigentlich schon damit gerechnet, dass wir hier gut durchkommen in den Dungeons, aber ja, man sieht ja, wie schnell das hier auch wieder outdated ist mit den Waffen. Deswegen können wir uns fast schon wieder die nächste anziehen. Und der Gegner, der sieht auch schon wieder ziemlich machbar aus, muss ich sagen. Also, ja, ich sehe hier auch Potenzial drin. Aber wenn es danach geht, das bringt uns alles momentan noch nichts, wenn unsere Begleiter noch nicht großartig equipped sind. Ja.
Nee, ich würde sagen, wir gucken uns nochmal den letzten Kampf an. Den Gegner, den wir eben gerade besiegt haben. Und dann machen wir einfach entspannt und gucken mal beim nächsten Epic-Event hier nochmal rein auf den Server. Lassen uns überraschen, was wir hier so kriegen. Und ja, machen dann eine Runde Begleiter equippen und dann wird, denke ich mal, der nächste Push eingeleitet. So, bis dahin soll es erstmal soweit gewesen sein. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr hier noch aktiv auf dem Server spielt, falls ihr hier angefangen habt. Würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Oh Digga, das geht mich auf den Sack mit dass der hier immer diese Spirenzchen macht hier. So, und genau, das war es erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.